Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit der frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind: Bundespolizei sieht vermehrt illegale Einreisen über Flughäfen, da gibt es wohl eine Lücke. Dann gibt es bei Emirates eine Möglichkeit, Punkte zu sammeln, ja, mit Marriott zusammen, aber auch andere für Skywards-Mitglieder. Qatar Airways möchte sich nicht nur einen neuen Song oder ein ganzes Album vom Hans Zimmer, dem deutschen Star-Komponisten aus aus Deutschland, aus Hollywood, sowas, komponieren lassen, sondern da gibt es auch jetzt Verbesserungen, und zwar gibt es einen Award-Kalender, und dieser Award-Kalender hat aber noch ein paar Macken, aber gucken wir uns auch genauer an. Dann geht es weiter mit dem Thema American Airlines. Die wollen eine Customs Clearance machen und wollen da eine Art Ankunftsgate machen in den USA, was für die Einreise natürlich relativ geil ist. Weiter geht es mit Lufthansa Allegris. Wir haben da mal so einen Wasserstand für 2025, Sommer, Juli, Ende fast, gemacht, und es bleibt spannend. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren oder auch auf School zu schreiben, und vor allem auch, und das ist ganz, ganz wichtig, denkt dran, wir haben einen Stammtisch in Zürich, startet morgen. Wer also noch spontan kommen will, soll Bescheid sagen. Ihr seid herzlich eingeladen. Ach ja, übrigens gab es auch noch Singapore Airlines Flugzeuge, die es in den Iran geschafft haben. Habe ich ganz vergessen. Flughafenkontrollen von der Bundespolizei sind ein Nervthema, für mich zumindest, wenn ich am Flieger kontrolliert werde. Heißt also, da sind dann immer Stresssachen angedacht, aber es gibt so eine sogenannte Sekundärimmigration oder Sekundärmigration. Tausende bereits in Griechenland anerkannte Flüchtlinge reisen weiter nach Deutschland und erstatten hier quasi nochmal so einen Antrag, oder wie heißt das, erbitten, erstellen oder wie auch immer. Und im Januar bis Mai sind es 8.000 Fälle gewesen, in 2024 sind es 26.000 Fälle gegeben. Und anerkannte Schutzsuchende dürfen quasi 90 Tage in Schengen dort dann visumsfrei rumrennen, aber keinen neuen Asylantrag stellen. Und laut der GdP, das ist die Gewerkschaft der Polizei, da gibt es ja zwei, ist es so: Starkkontrollen an Landesgrenzen Polen, Österreich, die gibt es, und da werden die Leute schon abgeschleppt, aber mit dem Flugzeug nicht. Ich selber bin aus Athen mal gekommen, und da wurden wir auch von der Bundespolizei kontrolliert. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob die Art und Weise, wie sie einen behandeln, okay ist oder nicht. Aber am Flughafen gibt es halt kaum Kontrollen, und es soll halt mehr Befugnisse geben und mehr gezielte Kontrollen geben. Das Bundesverwaltungsgericht hat im April 2025 gesagt, Abschiebung von alleinstehenden, gesunden, arbeitsfähigen Migranten nach Griechenland ist zulässig. Und Griechenland weigert sich aber, die Personen anzunehmen, also ein Riesenproblem. Ja, also es ist eine inhumane Situation für alle, und in Griechenland gibt es ja auch quasi dieses kein Bett, keine Seife, kein Brot Geschichte. Das heißt also, man ist da relativ hart zu den Leuten, auch als Abschreckung. Aber ihr sollt euch nicht wundern, dass ihr, wenn ihr an Flughäfen seid, dass dort vermehrt Kontrollen stattfinden, wenn ihr in solche Kontrollen reinkommt, dass ihr wisst, worum es geht. Wo es auch darum geht, ist Sanktionen einzuhalten, aber da gibt es im Moment im Iran Bestrebungen, diese zu umgehen. Und man hat jetzt ein paar 777 geholt. Und vorher waren es ja immer irgendwelche Airbus A340 oder sowas, auch einer von der Bundesregierung oder zwei haben es ja auch dahin geschafft. Und jetzt sind da 777s angekommen, 5 Boeing 777-200, die ehemals bei Nok Scoot oder bei Singapore Airlines unterwegs waren. Nok ist ja, glaube ich, diese komische Billiggesellschaft. Ist so, dass die Flugzeuge nach der Pandemie lange in der Wüste abgestellt waren. Und 2023, 2024 sind die von Ion Aviation übernommen worden. Ist ein Unternehmen, das auch keiner kennt. Ist wahrscheinlich auch so ein Unternehmen, das einfach nur zu diesem Zweck gegründet worden ist. Und hat die Flugzeuge dann nach Longsu, China, verschoben. Dann sind die Maschinen nach Siem Reap, also Kambodscha, gegangen. Und dort gab es dann auch eine Madagaskar-Kennung mit 5R, fängt ja an, also 5 Romeo Strich. Und ja, dann ist man mit den Fliegern da noch ein bisschen so rumgeflogen, ist dann über Afghanistan gewesen, hat dann die Transponder ausgeschaltet und Pakistan, also so da in der Kante, und ist dann mal schlank nach Iran. Und Mahan Air ist quasi der
Nutznießer davon. Mahan Air bekommt die Buden. Und Mahan Air ist ja bekannt dafür, dass sie sehr kreativ die Flugzeuge beschaffen. Und die Flugzeuge sind, obwohl da US-Sanktionen drauf sind, warum? Weil sie in Amerika hergestellt worden sind, dorthin gekommen. Und ja, man hat halt bei den Sanktionen das Problem, dass man keine Flugzeuge bestellen darf. Wir hatten ja auch, als es mal diese Diskussion gab, dass Iran wieder in den Kreis der guten Länder kommen sollte, sogar Airbus, die haben ja, waren das 100 Flugzeuge oder sowas, bestellt. War auch nicht 380er dabei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, deshalb seht es mir nach. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Iraner jetzt halt seit Jahren Drittländer-Tarnfirmen nutzen, um halt ihre Flotten da auf Vordermann wieder zu bringen, weil die fliegen ja mit Buden rum, die lang und breit keiner mehr hat. So eine 747 SP, glaube ich, die gab es dann noch und solche Sachen. Und der 340er ist über Südafrika gekommen oder die 330er. Und jetzt hat man halt zum ersten Mal 777s in der Flotte, was auch ein Umschwenk ist, wahrscheinlich aufgrund der Verfügbarkeit. Und man plant weitere, hört, 5 bis 6 777 in den nächsten Monaten noch dazu zu bekommen. Also da hat man halt wirklich etwas, was dort anbrennen kann. Ich finde es einfach nur interessant, dass das so James Bond-mäßig gemacht wird. Ja, zu den Sanktionen kann man stehen, wie man will. Ich persönlich sehe es eher unter dem Aspekt, wie so etwas gemacht wird und wie sowas immer noch möglich ist. Ja, wie ist es möglich, dass Lufthansa immer noch so 10% nur Allegris in den Fliegern hat? Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn wir uns das mal angucken, ist so, dass die neuen Sitze halt wirklich einen langsamen Retrofit haben oder Rollout haben. Da muss man halt wirklich nicht mehr viel zu sagen. Lufthansa hat ja seit 2023 die Allegris eingeführt. 2017, glaube ich, war die erste Geschichte. Und Ziel ist es natürlich, dass man direkten Gangzugang hat, also mehr Privatsphäre, auch ein ganz neues Konzept aufbaut und alles. Aber es geht halt sehr langsam voran. Und nur 10 von über 100 Langstrecken jetzt haben Allegris und alle in München basierten, alle Maschinen, die Allegris haben, sind in München basiert, beziehungsweise gebased wäre, glaube ich, das richtige Wort. Und die Bestandsflotte wurde gar nicht umgerüstet, also Retrofit passiert da gar nicht, sondern alles nur neue Flugzeuge. Und das sind dann die X-Ray Romeo Wuppertal, die XS, also die X-Ray Sierra Gelsenkirchen, die X-Ray Tango Leipzig, X-Ray Uniform Krefeld, X-Ray Victor Ludwigshafen am Rhein, X-Ray Whisky Leverkusen, die XX, also die XXX, X-Ray Osnabrück, die X-Ray Yankee Fürth, X-Ray Zulu Solingen und dann die Victor Echo in Darmstadt. Ab Herbst 2024 sollen dann auch die ersten 787er-9er in die Flotte kommen und die sollen Allegris haben, was natürlich auch ein Kreuz ist, aber Gott sei Dank für Frankfurt. Nicht alle Sitze werden da wahrscheinlich genehmigt, dass man die benutzen darf, aber es ist halt so, dass die Umrüstung älterer Jets erst später in 2026 starten soll und Ausstattung alter Typen ist ja auch geplant, heißt also es wird Flugzeuge geben, die dann gar nicht bekommen, gehen dann halt vielleicht in den Iran, man weiß es ja nicht genau. Wichtig ist auch an dieser Stelle zu erwähnen, dass die neuen Flugzeuge natürlich alle Allegris bekommen, aber die 380er hatte ich ja berichtet, da gibt es dann den Vantage-Sitz von Thomson aus Gründen und ja, das sind weniger als 10% der Flotte, die Allegris haben und ich bin mal gespannt, was da passiert. Denke ich mal, dass die Premium-Kunden händeringend darauf warten, dass sie dort die Flieger bekommen. Ja, ein Kreuz, wenn in Amerika fliegt, ist die Immigration und vor allem, wenn man weiter fliegt, weil in Amerika ist es so, dass man ja sein Gepäck abholen muss bei Ankunft, egal ob man weiterfliegt oder nicht. Das heißt also, wenn ihr nach Los Angeles, wenn ihr nach New York oder so weiter fliegt und fliegt dann weiter, ihr müsst euer Gepäck holen und müsst dann raus und wieder reinrennen und deshalb ist es so, dass man jetzt bei American Airlines erste US-Airline Custom Clearance am Ankunftsgate aufstellen möchte. Und der Programmname ist One Stop Security, OSS. London Heathrow nach Dallas Fort Worth ist jetzt das erste. International ankommende Passagiere können direkt am Ankunftsgate durch den Zoll gehen, ohne Gepäck abzuholen, neu einzuchecken. TSA-Sicherheitskontrolle erneut durchlaufen muss man auch nicht. Und das ist ja wirklich ein Riesenkreuz, wenn man weiterfliegt, dass man das alles machen muss. Und deshalb sind viele schon am Schwitzen, wenn die Immigration lange dauert. Die Verbindungszeiten können sich damit dann halbieren.
Und vor allem gibt es dann natürlich mehr Komfort, weil ihr das Gepäck nicht mehr abholen müsst. Ihr könnt einfach das Gepäck durchchecken. Das Ganze findet natürlich mit der TSA, also mit den Jungs statt, die halt die Sicherheitskontrollen machen, und auch mit der Border Police und dem britischen Verkehrsministerium, DFT, Department for Transport. Und da möchte man halt einfach so Backcheck and Broke Solutions für sichere Gepäckverfolgung und Identitätsprüfung nutzen. Heißt also, dass man das testet auf dem London Heathrow Dallas Fort Worth Strecke und dass man dort weitere Strecken findet. Und das wäre natürlich dann auch ein Hinweis, wo man sagt, hey, ich möchte mit American Airlines fliegen, ist halt wesentlich geiler. Wir kennen das ja noch alle. Zum Beispiel in Abu Dhabi gibt es ja auch diese Pre-Clearance zum Beispiel. Dann hatte ich, also da fand ich das auch geil. Da ist man in das Flugzeug eingestiegen, nach Los Angeles zum Beispiel, nicht geflogen von Abu Dhabi. Habe die Zollkontrolle, Passkontrolle gehabt und ich bin quasi domestic angekommen. War also eine riesen Erleichterung. Und was auch geil war halt zum Beispiel über Shannon, wenn man geflogen ist mit dem 318er von British Airways. Da ist man ja dann auch quasi schon emigriert in Irland. Ist ja Irland, ne? Ja, ich glaube schon. Und hat dann nochmal aufgetankt, wenn man aus City rausgegangen ist. Und ihr könnt übrigens mit Shannon, könnt ihr mich korrigieren, falls ich mich irre. Und damit hat man natürlich einen wesentlichen Komfort erreicht und auch Erleichterung. Ja, wer kein Global Entry hat, ich habe Global Entry, wird das schätzen. Mit Global Entry schätze ich es auch, weil man hat wesentlich weniger Stress, weil selbst mit Global Entry muss man hier raus, Koffer und so, und das fällt halt einfach weg. Ja, Emirates Skywards Bonusmeilen-Offer, und zwar da gibt es Verbuchungen bis zum 30. November und Flug muss auch bis zum 30. November sein. 2500 Skywards Meilen einmalig als Promotion. Emirates Skywards und Marriott Bonvoy-Kunden vor dem 24. Juli verknüpft. Die Konten, die können das machen. Heute ist der 24. Ihr könnt das also heute noch machen. Flugticket mit Ticketstock. Ticketstock ist 176, also es muss ein Original Emirates Ticket sein. Und mit einem natürlich meilenberechtigten Flug, also es kann kein Non-Rev-Ticket sein, wie es so schön heißt, also kein Meilenflug. Und die Reise muss halt in dem Zeitraum bis zum 30. November erfolgen. Aber wichtig ist auch, es darf keine Buchung sein, die vor dem 24. gemacht worden ist. Codeshare-Flüge sind nur gültig, wenn die Kombination mit einem Emirates-Operated Flug stattfindet. Geeignete Klassen sind halt Special, Saver, Flex, Flex Plus, Economy, Premium, Economy, Business, First Class. Neu ausgestellte Tickets aus früheren Buchungen sind ausgeschlossen. Angebot nur für Empfänger der Emirates Mail, nicht übertragbar. Das heißt, es ist eine Targeted-Aktion. Und Fazit: lohnt sich ohnehin mit Emirates fliegende Leute und die im Bonvoy-Konto schon hinterlegt haben. Und dann nimmt man halt einfach diese mit. Und Tipp ist halt wirklich, verknüpft die Konten, um auch künftig Marriott Emirates Aktionen teilzunehmen. Also das heißt, dass ihr da einfach einen Vorteil habt. Ein Vorteil, den wir auch gerne mögen, ist, dass wir einfacher Flüge finden können, wenn wir auf Meilen buchen oder auf Avios, wie es ja bei Qatar heißt. Und da ist es so, dass die eine neue Funktion haben. Man hat den Award-Kalender, der monatlich die Verfügbarkeit von Prämienflügen, Economy und Premium anzeigt. Mitglieder sollen halt schneller die Prämienmeilen finden. Es gibt natürlich einige Probleme, zum Beispiel Flüge von Sydney nach Doha liefern Fehlerseiten. Dann gibt es nicht direkt die Preisdifferenzierung, heißt, ob es sich um Standard oder teure Flexi Awards handelt. Heißt also 70.000 zu 140.000 als Preisunterschied. Und die Verfügbarkeit ist teilweise unzuverlässig. Anzeigen im Kalender stimmen nicht immer mit realer Buchbarkeit überein, aber kennen wir das nicht von British Airways auch irgendwoher. Es ist halt wirklich ein erster Schritt, um mehr Transparenz, mehr Hilfe zu haben, um diese Flüge zu finden. Bugs sind natürlich wirklich ein Problem, denn die Preisanzeige reduzieren den Nutzen aktuell deutlich, wenn man da also wüsste, welcher Tarif das ist, ob es der Flex ist, der doppelt so teuer ist. Also konkret weitere Datumsabfragen prüfen und nicht nur auf die Kalenderanzeige natürlich verlassen und rechnet damit, dass es noch ein bisschen buggy ist am Anfang. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren, auch auf School. Ich freue mich da auf den Austausch. Und was haben wir noch an Themen? Stammtisch in Zürich. Also ich freue mich auf euch morgen in Zürich und ich versuche morgen vielleicht noch eine Sendung aus Zürich zu machen. Also bis dann, ciao, ciao und keep in touch.